Auf über 50.000 Kilometern wurde die Triumph Tiger 800 XC innerhalb von 2 Jahren durch Europa bewegt. Zeit, dem Tiger auf den Zahn zu fühlen. Kinderkrankheiten und kleine Reparaturen wurden während der alle 10.000 Kilometer stattfindenden Inspektionen ausgemerzt. Im Testalltag sorgten 2 Themen für Gesprächsstoff: die schon früh bemängelte Sitzposition und die selbst für Enduro-Verhältnisse sehr stumpfen Bremsen. Der Lenker ist viel zu wenig zum Fahrer hingekröpft, klagte ein Kollege und sah Handlungsbedarf. Spontan wurde der um 50 mm schmalere Lenker der normalen Tiger verbaut, was eine Verbesserung der Sitzhaltung zur Folge hatte. Bezüglich der Bremsen blieb einzig ein beherzter Griff in die Hebeleien. Denn mit der nötigen Handkraft ist die Tiger auch aus voller Fahrt standesgemäß zu bändigen. Es blieb der Wunsch nach besserer Dosierbarkeit. Eine gelockerte Schraube am Motorgehäuse hatte einen leichten Ölnebel zur Folge und der Kielschalter des Seitenständers wurde bei einer Geländeeinlage in Mitleidenschaft gezogen. Beides konnte in der Werkstatt schnell behoben werden. Ernster mutete da schon das plötzliche Absterben des Motors bei gezogener Kupplung an. Das Problem trat erstmals, wenn auch sporadisch, nach 2000 Kilometern auf und verschärfte sich jenseits der 12.000 Kilometer Marke. Da es sich hierbei nicht um einen Einzelfall handelte, startete Triumph einen Rückruf, in dessen Zuge ein neues Mapping aufgespielt wurde. Danach fauchte der Tiger wieder wie gewohnt und bewegte sich mit großen Schritten auf die 25.000 Kilometer zu. Das bei 24.815 Kilometer verbaute Kettenkit hielt, wenn auch mit deutlichen Verschleißspuren, bis zum Schluss durch. Die Kettenpflege entfiel dank des verbauten CLS-Ölers weitestgehend. Nur nach unsachgemäßem Handling, wie einem ölgefahrenen Leertank, musste man sich dem Sekundärantrieb widmen. Zuletzt bekam die XC nach 25.000 Kilometern einen neuen Kettensatz und Mitte Mai stand eine Umrüstmaßnahme von Triumph an. Die laut Hersteller unterdimensionierte Rückholfeder der Schaltwalze wurde getauscht und der vereinzelt an die Schwinge stoßende Hauptständer durch eine modifizierte Ausführung ersetzt. Hin und wieder wurde in kleinen Mengen Motoröl und Luft nachgefüllt. Sowohl die 30.000er als auch die 40.000er Inspektion brachten keine Überraschungen mit sich. Doch kurz danach traten Probleme mit dem Federbein auf. Die Tiger rumpelte über Unebenheiten, als hätte sie einen Starrrahmen. Das Heck erschien kaum gefedert und nur unzureichend gedämpft. Diverse Testredakteure rückten dem Problem mit Schraubenzieher und Federbeinschlüssel zu Leibe, doch der Fehler blieb diffus. Kurzfristig ersetzten wir das Serienfederbein durch ein Pendant aus dem Hause Wilbers und schickten, nach Rücksprache mit Triumph, das Original Showa-Federbein zur Durchsicht nach Japan. Das Ergebnis? Von leichten optischen Blessuren abgesehen befand sich das Federbein laut der Showa-Ingenieure in einem korrekten Zustand. Alle Messergebnisse lagen im grünen Bereich. Lediglich der Wert des Losbrechmoments der Kolbenstange befand sich kurz vor dem unteren Ende des Toleranzbereichs. Von diesem Intermezzo abgesehen sind nur Lappalien im Fahrtenbuch vermerkt. Wackelkontakt in der 12-Volt-Buchse, neue Reifen und kurz vor Ende dann noch ein dritter Satz Beläge für die vordere Bremsanlage. Unterm Strich steht unsere Tiger motorseitig nach über 50.000 Kilometern noch sehr gut da und kann selbst mit den gebrauchten Teilen noch etliche 10.000 Kilometer abreiten. Von daher lautet unser Fazit für die britische Raubkatze: Well done, Tiger.